Wir sind live. Wir sprechen heute mit Dr. Andreas Röth. Andreas, du bist geschäftsführender Gesellschafter von Eurocom Consult. Ihr seid im Bereich Organisationsberatung, Business Software, im Kontext ERP unterwegs. Ihr seid Technologiepartner von Sage. Ihr arbeitet teilweise quasi an großen Individualprojekten, habt aber auch eigene Softwareprodukte, die ihr bei Kunden implementiert. Aktuell seid ihr, glaube ich, 13 Mitarbeiter. Und genau, ihr arbeitet jetzt seit knapp 4 Monaten mit uns, mit CleverApp. Und wir sprechen heute mal über die Zusammenarbeit, über eure bisherigen Erfahrungen und darüber, was euch die Zusammenarbeit mit uns bisher gebracht hat. Andreas, wollen wir starten? Ja, lass uns loslegen. Cool. Hey, super cool, dass du heute dabei bist. Vielleicht die erste Frage, warum hast du dich entschieden, mit uns zu arbeiten? Was war so der ausschlaggebende Grund? Ja, wir waren schon seit längerer Zeit mit der Art unseres Vertriebs bzw. speziell unseres Marketings unzufrieden. Wir haben in der Vergangenheit selbst Telefonmarketing mit eigenen Mitarbeiterinnen betrieben. Das war aber sowohl von der Personalseite als auch von der Adressgewinnung her erheblich zu aufwendig am Ende und hat sich nicht wirklich gelohnt, hat auch zu viel Managementkapazitäten gebunden, wenn man so will. Und im Anschluss haben wir sowohl über den Lieferanten unserer Software Sage als auch mit eigenen Bemühungen durch Callcenter versucht, neue Kunden zu akquirieren. Das war aber erfolglos und da habe ich dann beschlossen, wir müssen einfach mal neue Wege gehen und da hat sich das seinerzeit so schön über die LinkedIn-Plattform ergeben, dass wir zwei in Kontakt miteinander gekommen sind. Cool. Das heißt also, du bist schon so ein bisschen, hast schon verschiedene Services und auch externe Unterstützung quasi ausprobiert, aber das hat alles irgendwie nicht so für euch funktioniert, oder? Ja, das ist richtig. Ja. Wie ist es denn sozusagen, was ist was glaubst du, war damals die größte Herausforderung in dem Bereich, also quasi in dem Erstkontakt, also im Herstellen von Erstkontakten zu euren potenziellen Kunden? Du hast gesagt, ihr habt es über Telemarketing versucht, ihr habt es über Partner versucht und so weiter. Was war da die größte Herausforderung oder woran glaubst du, hat es dann am Ende gescheitert? All die Sachen, die ihr quasi ausprobiert habt. Ja, also die größte Herausforderung inhaltlicher Art war im Grunde an Kontakte zu kommen, die ernsthaftes Interesse hatten. Das scheint mir ein Problem beim Telefonmarketing insgesamt zu sein, dass da sehr viel Kontakte dann bei sind, die sich so ein Jahr haben entlocken lassen, einfach um das Gespräch ohne großen Schmerz zu beenden und dann halt beim Nachfassen sich im Grunde genommen als desinteressiert herausstellen. Das war, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir mit Telefonmarketing weder intern noch extern so richtig meistern konnten. Okay, also am Ende die Qualität der Leads quasi. Ja. Okay. Und das war quasi die Vergangenheit. Jetzt fast forward zu heute. Also was hat sich denn jetzt in eurem Vertrieb, was hat sich bei euch in der Lead-Generierung verändert, seit wir jetzt die Zusammenarbeit gestartet haben? Ja, genau dieser Schwachpunkt, den ich gerade genannt habe, der steht für mich so an allererster Stelle im Vertriebsprozess jetzt, der durch euch angeleitet und zum Teil ja zumindest auch durchgeführt wird, sind wir da wesentlich besser, was die Qualität eben der Leads angeht. Also durch etliche Tricks, die ihr halt ins Spiel gebracht habt, die wir von euch gelernt haben, gelingt es uns, eine sehr, sehr hohe Quote jetzt zu generieren von Erstkontakten, wo tatsächlich Interesse an unseren ja doch relativ komplexen Produkten und Dienstleistungen da ist. Also wir haben da
schon eine ganz erstaunliche Conversion Rate dann am Ende. Das hat mich sehr beeindruckt. Das hat sich geändert und ja, im Grunde hat es uns auch gut getan, dass du mit Cleverrap da immer wieder ja, pusht, ne? Und wir einfach auch was tun müssen. Ich glaube, wir sind da deutlich effizienter auch geworden, einfach im Konzipieren von Kampagnen, weil ihr natürlich auch immer fordert und man was tun muss. Das ist auch gut so, ne? Also ich glaube, da haben wir jetzt schon ein paar sehr schöne Kampagnen aufgesetzt, die ja eben auch durchaus gute Erfolge haben, die wir alleine so ja, wahrscheinlich nicht so hingekriegt hätten, denke ich mal. Jetzt gar nicht von der Durchführung, sondern alleine eben da mal konzentriert, konzeptionell dran zu arbeiten und mal so auf die richtigen Pains da zu kommen. Und da war eure Unterstützung schon klasse, auch mit dem Material, dass wir einfach gemerkt haben, wo müssen wir eigentlich hin, um Leute abzuholen, ne? Da, wo sie wirklich den Schmerz haben. Das war ein Prozess, da mussten wir einiges lernen, aber da sind wir auf einem guten Weg. Cool. Hast du vielleicht einfach, um das Ganze so ein bisschen greifbarer, quantifizierbarer zu machen, würdest du sagen, es gibt einen ROI, einen Return on Invest auf die Zusammenarbeit mit uns? Und wenn ja, wie hoch ist der? Ja, das ist ja im IT-Bereich schon fast erstaunlich oder die Ausnahme, den gibt es nach so kurzer Zeit, ne? Ich habe mir die Zahlen da nochmal angeguckt und wir haben tatsächlich ein Return on Investment, wenn wir jetzt einfach mal nur die ersten 4 Monate unserer Zusammenarbeit nehmen, was jetzt schon eher großzügig vom Zeitraum ist, eigentlich ist das jetzt das Ergebnis von 3 Monaten. Da haben wir dann einen ROI, der liegt so beim 3- bis 4-fachen des, was wir jetzt eben an Geld erstmal ausgegeben haben für eure Unterstützung. Und das finde ich also schon ein ganz erstaunliches Ergebnis. Also da bin ich hochzufrieden mit. Das ist richtig gut. Cool, das freut mich. Und wir sind ja erst 4 Monate drin. Also Eben. way to go. Cool. Konkret, also du musst natürlich jetzt nicht in Details gehen, aber Resultate, die wir bereits erzielen konnten, wenn es für dich okay ist, also was ich weiß, ist ja quasi, wir haben einiges an Pipeline aufgebaut für euch, oder? Wir haben einige neue Gespräche mit potenziellen Kunden generiert und es kamen auch schon erste Deals zustande, oder? Das ist korrekt. Also tatsächlich unter Dach und Fach sind 2 Deals mit allerdings demselben Neukunden, an dem wir gewonnen haben. Aber egal, also da kommt auch jetzt im Moment der EU hierher. Und wir haben aus einer zweiten, davon unabhängigen Kampagne einen avisierten Auftrag, der ist noch nicht unter Dach und Fach, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Und damit haben wir es jetzt quasi geschafft, bei den 2 unterschiedlichen Kampagnen, die wir bis jetzt gefahren haben, tatsächlich aus jeder schon mal einen Neukunden dann zu akquirieren. Und das ist also schon ein echt tolles Ergebnis, muss ich sagen. Ja. Cool. Hey, Andreas, eine abschließende Frage noch und einfach um da so ein bisschen deine Sicht auf den Markt auch abzuholen. Wem würdest du denn empfehlen, mit uns zu arbeiten? Oder anders gefragt, was würdest du sagen, warum sollte ein Unternehmen mit uns arbeiten? Also klar, ihr seid ja primär erstmal angetreten als Spezialist für IT-Unternehmen. Da würde ich mal sagen, alle IT-Unternehmen, die jetzt komplexe und erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen anbieten, denen würde ich empfehlen, mit dir zusammenzuarbeiten. Und ich würde auch noch einen Schritt darüber hinausgehen. Ich finde, das hängt gar nicht so sehr an der IT, sondern eher an dem Produkt. Also ich würde Stand heute sagen, also ich würde auch Unternehmen artverwandter Bereiche, also die in Technologie unterwegs sind und eben auch dieses Komplexitätsproblem haben, durchaus auch empfehlen, mal mit dir Kontakt aufzunehmen. Weil ich finde, dass ihr also eine große Kompetenz einmal habt, so in dem ganzen Thema Lead-Gewinnung, überhaupt Aufbereiten von Adressen. Das ging alles so smart bei euch. Da war ich ganz begeistert von. Und
dass ihr auch große Kompetenz darin habt, eben wie man Vertriebsprozesse jetzt wirklich neu und effizient aufsetzt. Das ist also alles sehr, sehr praxisorientiert, finde ich. Und dadurch entstehen jetzt bei uns Vertriebsprozesse, die wirklich zeitgemäß und effektiv und effizient sind. Und ich glaube, das ist was für alle Tech-Unternehmen, natürlich besonders in der IT-Branche, die ja ähnlich wie wir solche komplexen Produkte und Dienstleistungen vermarkten, die sonst ja, ja nicht einfach zu vermarkten sind. Also da würde ich grundsätzlich überall sagen, ja, da empfehle ich euch. Cool. Hey, Andreas, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Insights und ja, für das Teilen deiner Ergebnisse. Ich freue mich natürlich auf die weitere Zusammenarbeit mit euch und genau, danke dir. Ja, sehr gerne und auf weitere gute Zusammenarbeit. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.